Wer auf der Suche nach einem bezahlbaren Mähroboter für kleine bis mittelgroße Gärten ist, bei dem man keinerlei Abstriche machen muss, ist im heutigen Video genau richtig. Ich habe für euch heute den nagelneuen Luba Mini von Mamotion. Das ist der Nachfolger des legendären, schon getesteten High-End-Produkts, den Luba 2. Das Video kann ich euch gerne nochmal verlinken. Der neue Luba Mini vereint dabei also die Vorteile des großen Mähers, des Luba 2 in einem deutlich kompakteren Gehäuse zu einem kompakteren Preis. Was dieser Mäher aber wirklich alles kann und ob er sich wirklich in der Praxis tatsächlich durchschlagen kann wie der große Mäher und ob sich die Investition am Schluss dann lohnt, das wollen wir heute in diesem Video einfach mal klären. So Leute, und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Deshalb würde ich es gleich mal sagen, wir starten direkt gleich mal ins Video rein. Wir schauen uns den Luba Mini einfach mal genauer an. Wir werden natürlich auch Karten anlegen, wir würden ihn mähen lassen und wir werden auch noch in den Extremtest reingehen. Also lasst euch überraschen. Noch was in eigener Sache. Leute, wer den Kanal noch nicht abonniert hat, bitte abonniert den Kanal, aktiviert die kleine Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von Gipfelholz. Ich würde mich über eure Unterstützung echt freuen. Um das Video kompakt zu halten, möchte ich auf die Installation der Ladestation und des Mähroboters nicht eingehen und vor allem auf die Einbindung. Das ist sowas von einfach. Man hat dort eine riesengroße Karte dabei, wo alles komplett kompakt draufgeschrieben ist. Das kann wirklich jeder. Schaut da bitte drauf, wie das funktioniert. Die Ladestation ist aufgebaut. Ich muss am Luba Mini einfach nur noch diese Kamera hier oben mit 4 Schräubchen festschrauben und dann ist er eigentlich schon betriebsbereit. Wir haben jetzt hier auch die ganzen Zubehörteile auch noch liegen, ebenso wie die RTK-Station. Auf die RTK-Station werde ich jetzt in diesem Video auch nicht eingehen. Das ist sowas von einfach erklärt. Wie gesagt, ist auch hier auf dieser Karte beschrieben. Wir werden auf diesen neuen, innovativen eNavi-Service eingehen, den praktisch Mamotion jetzt mit diesem neuen Mini auch anbietet. Natürlich schauen wir uns den Luba Mini im Detail an. Was ist mein erster Eindruck? Ich würde sagen, auf den ersten Blick hat das beim neuen Luba Mini es hat sich nicht wirklich viel geändert. Das Gerät sieht dem großen Bruder extrem ähnlich. Der Mähroboter besitzt lediglich an der Seite diese gelben Griffe, die ihr da seht. Das ist einfach ein Farbnuance und er ist auf jeden Fall kleiner als der große Bruder, der Luba 2. Was ich wirklich positiv finde, auch gerade beim Auspacken gleich mal, hinsichtlich der Verarbeitung. Also der Preis ist günstiger, aber die Verarbeitung ist wirklich, hat sich nichts geändert. Denn der Luba Mini ist genauso hochwertig gefertigt wie der große Bruder mit einem dicken Kunststoffgehäuse. Also das ist richtig, richtig dick. Und vor allem ist dieses Gerät halt oder dieser Luba Mini IPX6 zertifiziert. Das heißt, es ist ein kurzzeitiges Untertauchen sogar und Strahlwasser geschützt. Also man kann ihn auch wirklich mit dem Gartenschlauch einfach mal abspritzen. Wenn wir jetzt mal das Gewicht ansprechen, wir haben hier ein richtig stolzes Gewicht von roundabout um die 16 Kilo. Das ist natürlich enorm und es ist wirklich kein Leichtgewicht. Aber aufgrund der soliden Bauweise des Roboters und der ganzen Allradantrieb kommt dieses Gewicht einfach zustande. Aber es kann auch von Vorteil sein, weil wir haben da wirklich eine sehr, sehr gute Traktion. Ebenso lässt er sich wirklich absolut gut transportieren. Trotz dieses Gewichts, weil wir haben hier links und rechts hier wirklich 2 Griffe, wo wir den Roboter sehr, sehr gut tragen können. Wenn es noch zusätzlich interessiert, die Räder haben einen Durchmesser von 170 mm und das sind hier vorne Omni-Wheels, nennt man das Ganze. Und das sind solche Rollen, die dann seitlich rollen. Was hat das für einen Vorteil? Und zwar kann der Roboter auf der Stelle drehen. Das heißt, die Hinterräder, die drehen praktisch mit wie so ein kleiner Panzer und das hat zum Vorteil, dass praktisch der Rasen nicht beschädigt wird und nicht mitgekratzt wird. Also das heißt, wenn ich diese seitliche Bewegung habe wie hier, dann rollen diese Rollen auch seitlich, was natürlich echt ein großer Vorteil hat. Ja, ihr seht hier auch noch verbaute Stoßdämpfer. Das ist aber so eine Schwingachse im Endeffekt. Also das sind nicht einzeln gelagert, sondern die komplette Achse schwingt dann mit. Und ja, ist natürlich auch für unebene Gelände echt super, dass sich dann die Achse auch noch bewegen kann.
Ihr seht ja auch praktisch diese richtigen Schaufelräder, kann man schon fast sagen. Und in Verbindung mit diesem Allradantrieb ist es natürlich ein riesengroßer Vorteil, weil wir hier eine Steigfähigkeit von 80% hinbekommen oder 38,6 Grad Steigung. Ja, hier im vorderen Bereich seht ihr oder im oberen Bereich seht ihr auch nochmal wieder diese zwei Kameras, diese verbauten. Das sind Kameras, die praktisch den Mähroboter in GPS-armen Bereichen bei der Positionierung unterstützen. Das bedeutet speziell zum Beispiel unter großen Bäumen, wo nicht viel Satellitenempfang dort ist, hilft die Kamera dem Mähroboter, sich korrekt zu positionieren. Ebenso sind es nicht nur Kameras, die das praktisch dem Roboter sagen, wo er dann lang mähen soll, sondern das ist wirklich eine KI-Vision. Das heißt, wir haben einen virtuellen Zaun auch. Er erkennt auch unsichtbare Grenzen und er hat auch eine intelligente Hinderniserkennung und Vermeidung. Also das heißt, der kann wirklich dann auch Hindernisse erkennen, wie ein Igel oder sonstige Sachen. Laut Mamauschen bis zu 2,5 Zentimeter an Höhe kann er wahrscheinlich je nach Einstellung auch dann erkennen und das Ganze umfahren. Und zusätzlich haben wir zu diesen Kameras, die noch wirklich einiges erkennen sollen, noch einen Bumper. Das heißt, wenn er irgendwo dagegen stoßen sollte, schaltet der Roboter sofort aus oder umfährt dieses Ganze, wenn dann irgendwas dagegen stößt. Oben sehen wir wieder diesen Notaustaster, wo man dann auch nochmal drauf hauen kann. Und hier ist auch nicht so wie beim Luba 2, dass der Schlüssel hinten eingesteckt worden ist. Der muss hier vorne eingesteckt worden ist. Das ist praktisch ein Sicherheitsschlüssel, damit der Roboter überhaupt funktioniert. Wir haben jetzt noch eine Tastatur hier oben, wo wir dann Home-Taste ein- und ausschalten, Start und so weiter einstellen können. Und hier seht ihr noch diese zwei Punkte, ist der Regensensor. Sprich, wir können hier einen Regensensor einstellen, wo er dann praktisch bei Regen, wenn der ganze nass wird hier oben, dass der dann praktisch automatisch zurück in die Ladestation fährt. Was ein sehr, sehr großer Vorteil ist bei der Mini-Generation. Ich muss jetzt echt mal sagen, beim großen Bruder war das ja damals einfach so, dass man den Akku nicht tauschen konnte. Das heißt, wenn der Akku mal irgendwann kaputt ist, hat man ihn dann einschicken müssen im Servicebereich und dann praktisch einen neuen Akku einbauen lassen müssen. Das hat sich jetzt geändert. Sollte mal irgendwann der Akku aufgebraucht sein oder der kaputt sein, der Akku, müssen hier bloß 4 Schräubchen geöffnet werden und ich kann diesen Akku einfach rausnehmen und das Ganze selber machen, ohne den Roboter jetzt groß einzuschicken und mir einen Ersatzakku praktisch besorgen. Wenn wir schon beim Akku sind, und zwar gibt es ja 2 verschiedene Modelle vom Luba Mini. Wir haben einmal den 800er, das 800er Modell, sagt auch schon der Name aus, bis 800 Quadratmeter. Und hier haben wir das 1500er Modell auf dem Boden stehen und das ist natürlich für 1500 Quadratmeter gedacht. Natürlich haben wir da auch eine andere Akkukapazität. Der kleine, der 800er, hat eine Akkukapazität von 4,5 Ampere und der 1500er hat 6,1 Ampere. Was heißt das? Wir haben jetzt praktisch eine Mähfläche pro Ladung bei dem 800er bei 250 Quadratmeter und bei dem großen Modell, bei diesem hier, sind wir bei 350 Quadratmeter pro Ladung. Zur Mähfläche pro Ladung, die ich gerade angegeben habe, muss ich natürlich noch was dazu sagen. Das ist von vielen Faktoren natürlich noch abhängig. Das muss jedem bewusst sein. Zum Beispiel, wie steil oder wie viel Hänge habt ihr natürlich in eurem Garten? Wie viele Hindernisse liegen da? Wie hoch ist das Gras? Und so weiter und so fort. Und diese ganzen Faktoren, die sind natürlich auch noch abhängig von der Mähfläche pro Ladung. Im optimalen Fall sind es einfach nur diese 250 bzw. 350 Quadratmeter. Was ich noch von vorne vergessen habe, ist, da haben wir noch eine verbaute LED-Beleuchtung drin. Der strahlt dann praktisch hier diesen Mähbereich aus, was ich jetzt wiederum nicht ganz sinnvoll finde, weil ganz ehrlich, nachts muss der Mäher einfach nicht mähen. Lasst den einfach tagsüber mähen. Da sind auch weniger Tiere unterwegs oder sonst irgendwas. Und ich weiß ja nicht, ob dann die Hinderniserkennung im Dunkeln mit dieser LED dann zum Beispiel mit einem Igel funktioniert. Das will ich auch ehrlich gesagt nicht ausprobieren, weil ich finde es totaler Schwachsinn, Roboter nachts fahren zu lassen. Gut, dann schauen wir uns einfach mal die Unterseite an. Ihr seht, das Mähwerk ist in der Mitte angebracht. Apropos Mähwerk, dieses Mähwerk ist elektronisch hoch- und runterfahrbar und das kann man in der App alles einstellen. Wir sehen hier 6 Klingen. 6 Klingen ist schon mal für einen sauberen Schnitt gedacht. Das ist schon mal super. Und wir können diese Klingen, ihr seht, wir haben noch ein zweites Loch, wir können diese Klingen, wenn sie auf einer Seite stumpf sind, einfach komplett drehen.
Im Gegensatz zum Luba 2, zum großen Bruder, der hat 2 Mähwerke links und rechts, haben wir hier beim Luba Mini nur ein Mähwerk in der Mitte angebracht. Das muss natürlich jedem bewusst sein, wenn man das Messer mal hochklappt, dass wir jetzt, wenn wir das jetzt mal anschauen, dass wir hier ca. 11,5 bis 12 cm keinen Schnitt haben bis zum Rand vom Luba Mini. Und dann müssen wir uns natürlich auch noch einen Sicherheitsabstand zur Wand oder zu hochstehenden, ich sage jetzt mal Rasensteinen, müssen wir uns auch noch einkalkulieren. Und der soll so circa 5 bis 10 cm betragen. Ich würde euch auf jeden Fall einen Abstand von mindestens 10 cm empfehlen. Wenn wir natürlich jetzt einen richtig schönen geleckten Garten haben mit richtig schönen Rasensteinen oder sonst irgendwas, ist das überhaupt kein Problem, weil wir können dann nämlich auch noch einen Randschnitt natürlich machen. Aber wenn man jetzt so einen Problemgarten hat wie hier, das werdet ihr nachher sehen, wo nichts wirklich schön eben ist und keine Rasensteine und Rasenkanten schöne vorhanden sind, dann wird es natürlich wiederum ein bisschen schwer. Ja, ganz vergessen noch zu erwähnen, wir haben hier eine Schnittbreite von 200 mm. Euch muss natürlich auch da klar sein, dass der Luba Mini natürlich länger braucht als der Luba 2, weil der hat ja 2 Scheiben drunter und deshalb kann er auch schneller fahren und er hat auch einen breiteren Schnitt natürlich. Springen wir über in die Navigation. Ich werde in diesem Video das mit der RTK-Station nicht behandeln. Das ist total einfach, steht auch im Plan drin. Also ihr könnt ganz normal auch diese RTK-Station als Antenne benutzen für die Referenzdaten des GPS. Wir werden heute aber wieder dieses eNavi, diesen eNavi-Service von Mamotion einfach mal probieren. Der eNavi-Service ist eine Innovation. Und zwar, dass wir hier eine zentimetergenaue Positionierung ohne RTK und ohne Basisstation haben. Das funktioniert mit einem cloudbasierten Positionsdienst, der exakte Standortdaten des Mähers direkt über das Mobilfunknetz bezieht. Sprich, wir haben hier eine fest verbaute SIM-Karte drin. Diesen Dienst, den können wir buchen, zu den Kosten kommen wir später. Dieses Jahr bis Ende Jahr 2025 ist es noch umsonst und danach muss man zahlen, wenn man diesen Service nutzen möchte. Es ist keine Verpflichtung. Über die SIM-Karte haben wir natürlich auch einen super Diebstahlschutz. Sollte der Roboter wieder eingeschalten werden, die Daten werden natürlich sofort gesendet über das Mobilfunknetz und das ist natürlich auch ein zusätzlicher Diebstahlschutz noch. Natürlich haben wir auch so eine GPS-Ortung verbaut, sollte er praktisch eingeschalten werden. Funktioniert das auch so über die App. Das ist schon mal die zweite Diebstahlsicherung. Die dritte Diebstahlsicherung ist natürlich ein Eigentumsnachweis. Das heißt, ihr müsst diesen Mähroboter auf euren Namen registrieren, sollte er geklaut werden und derjenige möchte diesen Mähroboter irgendwo wieder betreiben, funktioniert das nicht, weil er auf euren Namen registriert ist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal ab in die Kartierung, Verbindung mit dem Luba. Und zwar ist es super einfach. Das erste, was ihr machen müsst, ist wirklich einfach nur euer Bluetooth einzuschalten. Verbindet ihn praktisch, das wird automatisch dann angezeigt. Verbindet den Luba mit Bluetooth und gegebenenfalls könnt ihr auch WLAN einschalten. Aber ihr seht selber gerade, dass dieses WLAN bei mir absolut für ist. Und es funktioniert nicht wirklich. Ich habe jetzt diesen eNavi-Service eingeschalten und zwar ist es sehr wichtig, dass ihr diesen Service erstmal einschaltet und zwar könnt ihr das oben, ganz oben rechts, das Zeichen, da könnt ihr dann draufklicken. Jetzt geht's mal runter in den Positionierungsmode. Ihr seht es ganz unten, die dritte Station von unten. Drückt da einfach mal drauf und hier könnt ihr praktisch euren eNavi-Service einschalten. Aber wie gesagt, ihr müsst ihn nicht einschalten und ihr könnt das Ganze auch über WLAN betreiben, wenn ihr im Garten dann genug WLAN habt. Oder ihr könnt natürlich RTK einstellen, das ist standardmäßig eingestellt und gut ist. So, also, und zwar ist es jetzt so, wenn wir jetzt hier auf den 4G-Service einfach mal geht, seht ihr schon gültig bis Ende 2025, bis zum 2.1.26 ist es aktiv und ist noch umsonst für die Modelle. Wenn wir da jetzt einfach mal auf Verlängern klicken, es ist keine Abo-Falle, Leute. Das müsst ihr wissen. Ihr müsst es selber immer buchen. Das wird nicht automatisch gemacht, sondern ihr müsst da jetzt draufklicken auf Verlängern und ihr könnt das Ganze buchen. Wenn wir jetzt uns mal die Preise anschauen, zum Beispiel für 12 Monate, gehen wir nochmal zurück, haben wir 49,90, also knapp ein bisschen mehr als 4 Euro im Monat, ist definitiv einfach noch machbar, muss ich sagen. Gehen wir wieder zurück. So, das ist eingeschalten. Und jetzt können wir eigentlich schon loslegen. Und wir gehen darauf auf Erstellen Sie eine Karte.
Jetzt sind wir im Kartenbereich, jetzt müssen wir auf Augen beginnen, klicken, macht's da mal drauf, das könnt ihr dann bestätigen. So, jetzt haben wir zwei Methoden. Methode 2 ist die AI, also KI-Kartierung, die funktioniert in diesem Garten definitiv nicht. Da muss es ein besserer Garten sein, der würde hier sonst irgendwo hinfahren. Deshalb werde ich die manuelle Methode führen, also das heißt Methode 1, gehen wir da einfach mal drauf. Können jetzt auf Start klicken. Jetzt seht ihr gerade schon, dass der Roboter aus seiner Ladestation rausfährt, dann stoppt und dann können wir eigentlich dann schon mit der, ich sage jetzt mal, Kartierung einfach beginnen. Aufgabenbereich Kartieren beginnen. Ihr hört jetzt auch gerade die Stimme. Apropos, da diese Stimme, die können wir natürlich auch ausschalten. Also da haben sich mal ein paar beschwert, dass es zu laut ist. Leute, in der App kann ich das Ganze auch ausschalten, also wird euch dann der Roboter nicht mehr mit euch sprechen. So, wir sind jetzt einfach rausgefahren und ihr seht es jetzt verstanden. Jetzt seht ihr links und rechts Joysticke und jetzt können wir einfach unseren Garten komplett mit diesem Joystick abfahren. Das werden wir jetzt einfach mal machen. Ihr seht selber, ich müsste theoretisch hier Rasensteine legen. Also es ist kein geleckter Garten, es ist wirklich abschüssig hier, da muss man halt ausfahren. Und wir haben halt einfach hier einen Bereich, wo er praktisch dann wirklich nicht mähen wird. Jetzt sind wir gleich am Ende und jetzt müsste es gleich eine Meldung geben, wenn ich jetzt wieder die Startstelle erreicht habe in der App. So, jetzt sind wir wieder durch und jetzt gehen wir auf Speichern. Dann haben wir den Bereich. Jawohl, jetzt können wir das speichern alles und jetzt seht ihr schon diesen Bereich, den wir jetzt angelegt haben. Wenn wir jetzt diesen Bereich angelegt haben, geht's weiter. Wenn ihr jetzt noch No-Go-Zonen habt, dann müssen wir die noch einfach erstellen. Das werde ich jetzt auch noch schnell machen. Ich habe 2 No-Go-Zonen. Da geht's hier auf Erstellen und geht's auf No-Go-Zone und fahrt mit euren Roboter an diese Stelle hin, wo die No-Go-Zone ist. Und grenzt die einfach aus. Das ist dann überhaupt kein Problem. Einfach hinfahren, No-Go-Zone kartieren, beginnen, einmal drumherum fahren. Macht's da aber wirklich größere Runde um die No-Go-Zone drum, also mindestens 10 cm Abstand und dann ist es gut. Das werde ich jetzt mal machen. Wir sehen uns gleich wieder. Jetzt seht ihr noch eine kleine Neuerung, was ich noch angebaut habe. Und zwar gibt es da ein Zubehörteil. Das ist ein Dach, ein Regendach. Ihr seht es jetzt gerade aufgebaut. Das kann ich euch natürlich unten noch in der Videobeschreibung verlinken. Der Luba Mini ist absolut wasserdicht, aber ich glaube mal, vor Dreck und Schmutz wird es auch ein bisschen schützen. So, meine Lieben, wir können jetzt losmähen. Und zwar habe ich noch was vergessen vorhin zu erwähnen. Wir können 20 Multizonen anlegen. Das heißt, wir können noch 20 Bereiche zusätzlich anlegen. Wir haben jetzt nur einen Bereich angelegt, aber wir werden ja später noch in einen anderen Bereich fahren und unseren Extremtest machen. So, wir müssen jetzt im Endeffekt nur auf den Bereich 1 klicken, bestätigen und jetzt können wir die ganzen Aufgaben können wir dann verteilen. Wenn wir jetzt auf die Einstellungen gehen, auf Standardeinstellungen, sehen wir dann hier verschiedene Einstellmöglichkeiten. Wir können jetzt die Schnitthöhe einstellen, wenn wir jetzt gleich mal ein bisschen runterfahren, das Ganze auf 25, gehen wir mal extrem rein. Das wird jetzt automatisch dann eingestellt, wenn er losfährt. Wir können die Mähgeschwindigkeit einstellen, umso schneller, umso unsauberer mäht er wahrscheinlich. Aber jetzt machen wir mal einfach die Mitte rein. Schnittbahnwinkel können wir dann auch noch einstellen. Wir können auch Benutzer definiert das Ganze praktisch noch drehen. Ihr seht es, je nachdem wie euer Garten angelegt ist, müsst ihr selber wissen, zufällig auch. Lassen wir jetzt einfach mal den Modus drin. Wir können dann den Schnittbahnmodus noch einstellen, Schachbrett können wir auch machen und so weiter. Lassen wir aber jetzt mal den einfach drin. Das müsst ihr einfach ein bisschen selber für euren Garten rausbekommen. Umfang mähen auch ein, das heißt, der mäht dann zweimal komplett außenrum, diesen Umfang mäht er dann zweimal durch. Und so weiter und so fort. Hinderniserkennung, das ist jetzt richtig wichtig. War früher auf ausgeschalten standardmäßig, jetzt ist es standardmäßig auf ein in der App. Das ist sehr wichtig, also lasst bitte diese Erkennung angeschalten und nicht aus. Und empfindlich könnt ihr auch nochmal einstellen, dass es sehr empfindlich ist. Aber ja, das müsst ihr auch nochmal probieren. Gut, ich würde mal sagen, wir können jetzt einfach mal loslegen. Wir legen auf mal Start und weiter. Die ganzen Tests sind abgeschlossen.
Und der Roboter beginnt jetzt mit seiner Arbeit, er fährt raus und ja, dann schauen wir mal, was passiert. Jetzt seht ihr gerade mal, ich habe diesen Blumentopf, den habe ich jetzt nicht ausgegrenzt in der No-Go-Zone. Und ihr seht, wie die KI das Ganze erkennt und das Ganze wirklich richtig schön umfährt. Also wie gesagt, man könnte diesen Blumentopf noch in der No-Go-Zone angeben. Aber ihr seht, er macht es komplett automatisch und umfährt diesen Blumentopf. So Leute, Versuch mit dem Igel, und zwar Hinderniserkennung. Ich lege jetzt diesen Igel hin, ich habe hier Originalgröße. Der Luba kommt. Ich bin zur Seite. Jetzt schauen wir mal, ob er ihn erkennt. Ja, schaut mal, wie schön der jetzt. Der fährt ewig weit vorher an, umfährt den ganzen Igel und fährt wieder in seine Bahn. Also das finde ich schon mal richtig gut. Natürlich müsst ihr die Standard-Hinderniserkennung anhaben. Das ist mega. Ja Leute, wir haben das Ganze auf Standard eingestellt. Wir haben jetzt hier einen mini kleinen Klotz. Der ist 2 cm hoch und den werden wir jetzt mal hinlegen. Ich glaube, er wird ihn überfahren. Wollen wir mal schauen. Ihr müsst natürlich immer bedenken, dass wir die Empfindlichkeit noch einstellen können. Aber das seht ihr. Gut, diesen mini kleinen Klotz hat er überfahren. Also ihr müsst wirklich dran denken, die Empfindlichkeit einzustellen. Aber wenn ihr die Empfindlichkeit natürlich noch höher schaltet, muss euch natürlich auch bewusst sein, dass er auch andere Sachen, ich sage es mal, als Hindernis erkennt. Wie zum Beispiel jetzt irgendwelche Büsche oder so. Da müsst ihr natürlich auch mit dran denken. Vielleicht war das ja auch nur gerade Zufall mit dem Igel, deshalb werde ich ihn nochmal hier hinlegen und mal schauen, ob er nochmal umfährt. Gleich mal weggehen. Schaut mal, wie schön das funktioniert. Also wir haben keine Igeltöter mehr, wir haben hier wirklich Roboter, die jetzt auch in Zukunft Igel umfahren. Trotzdem würde ich euch empfehlen, diesen Roboter nachts nicht fahren zu lassen. Jetzt kommen wir zur Problemecke, und zwar dieser Schubkarren, der im Weg steht. Aber ich muss sagen, wir haben das ja ausgegrenzt und er fährt richtig schön sauber außen rum. Also echt perfekt. Also der Luba Mini, der schlägt sich richtig gut durch. Ich muss jetzt zugeben, ich muss jetzt die Karte noch mal ein bisschen umstellen. Ich habe jetzt hier diese Linien gemacht. Da fährt er zu oft hin und her einfach. Deshalb muss ich die Karte einfach noch umstellen. Aber das ist ja gar kein Stress. Einfach umstellen, fertig. Ihr seht jetzt auch dieser Engbereich, den da jetzt passiert. Da haben wir so circa 60, 70 Zentimeter haben wir hier einen Durchgang. Und der meistert es überhaupt ohne Stress, fährt er da durch. Echt mega. Also das passt super. Also wie gesagt, Engstellen passiert er auch ohne Probleme. Ich denke mal, wenn er die Empfindlichkeit viel, viel höher stellt, dann hätte er vielleicht hier ein Problem. Aber wenn man es auf Standard lässt, kein Problem. Der Luba Mini fährt jetzt seine letzten 2 Runden und dann sind wir im Endeffekt schon fertig. Jetzt macht er nochmal die 2 Randaußenschnitte. Ja Leute, bitte beachtet nicht diesen schrecklichen Rasen, den wir gerade aktuell hier haben. Es ist ein Problemgarten, aber er hat seine Aufgabe echt super gemeistert und hat alles umfahren, was ich angegeben habe. Aber natürlich möchte ich euch nichts verschweigen, denn ich habe da auch ein kleines Problemchen gehabt und das möchte ich euch gern zeigen. Das muss ich in der Karte noch abändern. Der Bereich, den ich euch nicht verschweigen will, der ist hier. Ihr seht es jetzt gerade, er hat da so richtig schön reingemäht in den Rasen. Da kann aber jetzt wirklich der Luba Mini nichts dafür, sondern eher der Garten. Ich gehe mal auf die andere Seite. Ihr seht es jetzt hier, wie tief es da runter geht. Seht ihr das? Das ist so ein Stück, was das runter, wo es da runter geht in das Beet rein. Und da ist er natürlich abgerutscht oder wie auch immer. Da muss ich noch mal ein bisschen weiterfahren. Und dann hat er natürlich da hier schön alles mitgemäht. Das ist natürlich nicht schön. Aber wie gesagt, ich müsste da normalerweise Randsteine setzen. Und ich müsste jetzt die Karte auch noch mal abändern und ein paar Zentimeter weiter rausgehen, damit es nicht noch mal passiert. Ihr seht jetzt, dass ich meine Karte nochmal abändern muss. Das ist aber in der App überhaupt kein Problem. Geht auf den Bereich, könnt ihr ändern klicken und das Ganze abändern. Ich will ja nicht, dass er dann wieder hier diese 5 cm nach unten kippt. Oder ich setze da einfach Rasensteine hin. Dann hätte ich das Problem im Endeffekt auch gelöst. Leute, aber was euch wahrscheinlich auch noch interessieren wird, ist unser Extremtest. Ich werde mir jetzt einen Hang suchen und werde ihn dort einfach mähen lassen. Das funktioniert, weil wir dieses iNavi System benutzen, also mit der SIM-Karte das Ganze navigieren. Das heißt, ich kann mähen, wo ich will. Ich packe jetzt meinen Roboter ein, gehe an eine andere Stelle, lege da eine Karte an und fange an zu mähen. Aber ganz wichtig ist, dass ihr euren
Luba oder euer Gerät einfach ausschaltet. Denn es ist natürlich klar, wenn ihr den jetzt anlasst und ihn weg von eurem Grundstück trägt, dann schlägt er natürlich sofort Alarm. Das wird er nachher natürlich auch in der App machen, wenn ich ihn wieder anschalte, bis ich eine neue Karte angelegt habe. Also das heißt, ausschalten, ab ins Auto und wir fahren jetzt an diesen Hang und werden unseren Extremtest einfach mal durchführen. So Leute, das ist jetzt der Hang der Begierde, den ich mir ausgesucht habe. Der schaut jetzt von unten aus nicht wirklich steil aus. Wir werden jetzt aber mal hochgehen und einfach mal messen, wie steil dieser Hang ist. Wow, warte mal, könnt ihr das lesen? Um Gottes Willen, was habe ich mir da bloß ausgesucht? Jetzt ganz ehrlich, Leute, 38 Grad, wow, das wird heftig. Und vor allem, das ist keine Wiese, das ist ein Acker. Das hat von Weitem nicht so ausgeschaut. Wenn man jetzt aber oben ist, wow. Also das ist ja nur noch, Gottes Willen. Nee. Wir werden mal schauen, ob er das packt, der Luba Mini. Aber ganz ehrlich, ich bezweifle das jetzt gerade mal, dass er das da packt. Wahnsinn. So Leute, ihr geht jetzt in die App rein und schaltet erstmal den Luba dann praktisch an, den Luba Mini. Und jetzt seht ihr gleich eine Warnmeldung. Die App hat auch gleich gemeldet, dass er außerhalb des Bereiches ist. Ihr seht da unten das orange Ding. Das müsst ihr jetzt momentan mal gerade nicht beachten. Aber wir haben gesehen, sobald er eingeschalten ist, gibt die App komplett Warnung aufs Handy. Das müsst ihr natürlich auch einschalten. Müsst ihr in den Gerät, in den App-Einstellungen gucken. So, jetzt klicken wir auf den drauf. Und jetzt sehen wir schon, wir sind außerhalb des Bereichs. Und wo ist denn der andere Bereich? Der erste Park, ja, 5-6 Kilometer weiter woanders. Bereich 1 hier außerhalb des Aufgabenbereichs. Und jetzt müssen wir auf Karte erstellen klicken. So, also gehen wir auf Erstellen. Wir müssen jetzt einen zweiten Bereich anlegen. Verstanden? So, außerhalb des Bereiches. Er mault zwar, aber wir können trotzdem eine Karte anlegen. Diesmal müssen wir sie natürlich manuelle Kartierung anlegen. Verstanden? Okay, und jetzt redet der Roboter mit euch, dass wir das Ganze beginnen können. Und jetzt fahren wir natürlich unseren Bereich einfach wieder ab, wie wir es einfach gewohnt sind. Also, legen wir mal uns hier einen Bereich an. Aber ihr seht schon mal, seht ihr das, wie der wegrutscht? Hui, so steil ist es. Ey, geil. Okay, also fahren wir mal nach oben und jetzt schauen wir mal, ob er überhaupt hochkommt. Ach was, ist ja krass. Boah, das ist so schade, dass man das nicht sieht, aber Wahnsinn. So, ich denke mal, das reicht. Ich komme mal wieder zurück. Das ist jetzt so ein steiler Bereich. Jetzt müsste ich einen Ausgangspunkt wieder finden. Aber das sehen wir dann gleich, wenn er das Ganze bestätigt. So, fahren wir mal darüber wieder. So Leute, ihr habt jetzt gerade gesehen, ich habe den Bereich jetzt hier angelegt. Wir können noch mal auf die Einstellungen gehen. Ich gehe jetzt Schnitthöhe echt maximal, weil das ist ja wirklich so ein Gestrüpp hier. Mehr Geschwindigkeit langsam, Schachbrettkurs und so weiter. Das können wir jetzt mal wegklicken. Und jetzt wollen wir mal schauen, jetzt werden wir mal starten. Ihr seht den Bereich. Ich hoffe, der ist jetzt so nach oben angelegt. Wir werden es jetzt gleich sehen, was er macht. So, weiterarbeiten. Und jetzt wird er dann irgendwann mal, wo fährt er denn jetzt hin? Jetzt kommt er darüber. Und dann wird er irgendwann mal hoffentlich starten. Ja, startet da an der Ecke. Leute, seht ihr das? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Der kommt da durch dieses kranke Gras, kommt der da durch. Ey. Nee, nicht wirklich, oder? Also ich würde es euch definitiv nicht raten, das mit eurem Luba zu machen, weil das ist ja nur noch Gequälerei. Aber ihr glaubt es nicht, was der packt. Das ist ein absoluter Acker, was wir hier haben. Ihr seht, er dreht natürlich auch ein bisschen durch, auch in der Erde, weil wie gesagt, es ist keine Wiese hier, das ist Acker. Aber schaut euch mal das an, wie der sich da hochkämpft. Also wie gesagt, nicht empfehlenswert, euren Luba so zu quälen. Ich tue mir schon schwer beim Hochlaufen. Und der Luba, ich könnte da jetzt ein Seil anbringen, der zieht mich auch noch am Schluss hoch. Absoluter Wahnsinn. Vielleicht könnt ihr es jetzt mal erkennen, wie steil es hier wirklich ist, dass ich ja schon Probleme habe hier beim Stehen.
So, unseren Bereich haben wir jetzt gemäht. Jetzt fährt er nochmal zweimal die Außenrunden. Also ihr seht, wie steil es ist. Ganz leicht rutscht er sogar ein bisschen ab, aber er fängt sich immer wieder. Also das funktioniert echt top. Jetzt mal eine Frage an euch. Hättet ihr das gedacht, dass der sowas Krasses schafft, der Mini? Also für einen Mini ist der nicht wirklich klein. Was meint ihr dazu? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Jetzt sind wir mal zurück von unserem krassen Hang und jetzt mal eine Frage an euch. Hättet ihr gedacht, dass der Luba Mini so geländegängig ist? Würde mich mal interessieren und schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Natürlich möchte ich zu diesem Mähvorgang noch was sagen zum Luba 2 an diesem Hang. Und zwar, ich habe ja ungefähr 20 Quadratmeter Kartierung gemacht. Also ich habe ja 20 Quadratmeter Karte angelegt. Und ich bin bei 88% Akkuleistung gestartet und habe dann 22% Akkuleistung für diesen Hang in 20 Quadratmeter verbraucht. Was ich damit sagen will ist, ihr müsst es natürlich immer berechnen. Der Luba 2, der Mini, der soll ja 350 Quadratmeter pro Akkuladung schaffen. Das heißt, das ist das 1500er Modell. Das kleinere schafft 250 Quadratmeter. Und das will ich damit sagen einfach. Ihr müsst es einfach berechnen. Umso mehr Hänge ihr habt, umso mehr Gelände ihr habt, desto mehr Akku verbraucht ihr natürlich. Das muss euch natürlich auch bewusst sein. Ich weiß es nicht dann, wenn er jetzt nur noch so einen Hang mähen würde, ob er dann diese 350 Quadratmeter schaffen würde. Ich glaube dann wohl eher nicht, wenn wir schon 22% verbraucht haben für die 20 Quadratmeter circa waren es. Wer natürlich mehr will, der muss dann auf den Luba 2 das neue Modell nehmen, den 3000er oder den 5000er. Der hat einen riesengroßen Akku drin, da hält auf jeden Fall der Akku länger und vor allem hat er auch 2 Mähwerke. Also das müsst ihr dann halt je nach eurem Grundstück dann halt selber bedenken. Jetzt schauen wir uns mal die Unterseite an. Natürlich müsst ihr euren Luba auch reinigen. Wir können es da ganz einfach mit dem Gartenschlauch das Ganze abspritzen. Was ich jetzt aber euch zeigen möchte, ist natürlich, wir haben richtig verdammt hohes Gras gehabt und das war ja nicht gerade so von Vorteil, dieses Gras. Und ihr seht dann natürlich auch, dass da immer ein bisschen was hängen bleibt in diesen Messern hier. Also das müsst ihr natürlich dann öfters mal kontrollieren. Gerade bei so einem riesen Gras, dass da auch mal ab und zu was hängen bleibt und ihr solltet euren Luba dann auch öfters mal einfach reinigen und kontrollieren, ob da nicht irgendwo Gras hängen bleibt, damit die Messer sich besser drehen können wieder. Ich denke mal, ihr wollt auch noch ein Fazit von mir hören, das bekommt ihr natürlich. Zusammenfassend kann ich sagen, dass der Luba Mini, wie ihr im Video gesehen habt, wirklich durchweg in allen Kategorien sehr gut performt hat. Mit diesem Mähroboter machen wir also definitiv keine Abstriche, wenn es um Geländegängigkeit oder Hinderniserkennung geht. Das einzige Manko, muss ich zugeben, ist der Kantenschnitt. Aber da hat ja jeder andere Mähroboter auch ein Problem damit. Ihr habt es ja gesehen, wir haben hier einfach einen Rand, wir müssen noch einen Sicherheitsabstand dazu berechnen und das schneidet er einfach nicht. In diesem Fall in meinem Garten jetzt hier, dieses nicht kein geleckter Garten ist, ohne Rasensteine und so weiter, da tun wir uns natürlich ein bisschen schwerer. Dann müsst ihr immer diesen Rand einfach mit einberechnen. Wen das mit dem Kantenschnitt einfach stört, der muss dann auch sich den Luba 2, den neuen 3000X einfach mal anschauen. Da wird es auch noch ein Video dazu geben von mir. Schaut es den mal an, denn der hat nämlich dann, der läuft doppelt so schnell, weil er die doppelte Schnittbreite hat. Das heißt, er hat 2 Teller hier und hier und da haben wir natürlich auch einen kleineren Kantenschnitt, also weniger, wo wir dann Kante stehen lassen. Schaut euch das dann einfach nochmal an. Ich werde es euch natürlich unten dann in der Videobeschreibung, wenn es soweit ist, natürlich auch verlinken. Der eNavi-Service hat auch perfekt funktioniert und ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut. Das ist genau für diejenigen Leute gedacht, die wirklich den Roboter auch an einer zweiten Stelle nutzen wollen. Man braucht theoretisch dann vielleicht noch, je nach Größe, dann noch eine zweite Ladestation. Die kann man aber jetzt nicht einbinden, dass der Luba dann dort automatisch lädt, sondern man muss es einfach manuell in die Ladestation stellen, damit der Luba laden kann. Vielleicht ist es in Zukunft auch in der Software möglich, dass man noch eine zweite Ladestation
in die Software mit einbinden kann. Da werden wir mal sehen, was da Mamauschen noch alles macht. Und das für die Leute, die dann sagen, oh, Abo-Falle. Nee, es ist keine Abo-Falle. Es ist dieses Jahr erstmal umsonst bis Ende des Jahres. Und ab nächsten Jahr, dann müsst ihr das wirklich verlängern. Ihr müsst es verlängern und es wird nichts automatisch irgendwie groß abgebucht. Ihr müsst natürlich auch diesen eNavi-Service nicht benutzen, wenn ihr den nicht braucht. Das Ganze funktioniert auch über WLAN. Voraussetzung ist, dass ihr im kompletten Garten natürlich eine perfekte WLAN-Verbindung habt. Des Weiteren könnt ihr natürlich genauso auch diese RTK-Station aufbauen und diese nutzen. Also es gibt diese Möglichkeiten, die wir definitiv haben und es gefällt mir echt gut, dass ich das selber wählen kann. Also von meiner Seite gibt es eine klare Kaufempfehlung für diejenigen, die auf der Suche nach einem Allround-Mähroboter sind für kleinere und mittelgroße Garten. Wer was Größeres braucht, der muss dann auf den Luba 2 gehen, auf das 2025er Modell. Das werde ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken und wie gesagt, dazu gibt es auch noch demnächst dann ein Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst dem Video doch bitte einen Daumen da. Würde mich echt super freuen, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert doch bitte. Vergesst die kleine Glocke nicht. Und ich würde sagen, schöne Mähgrüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.